Hallo, mein Name ist Jörg Welskop. Ich bin bei Leutec zuständig für den Bereich Anlagenautomation und Training. Ich möchte Ihnen heute eine Lösung im Bereich der Motorbrandschutzklappen vorstellen. In den 2000er Jahren bis ungefähr 2015 wurden tausende Motorbrandschutzklappenmodule basierend auf LON in den Hochhäusern und größeren Projekten hier in Frankfurt und auch in Deutschland und in ganz Europa verbaut. Ähm, Diese Elektronik ist jetzt bald 20 Jahre alt, nahezu 20 Jahre alt. Und natürlicherweise verstirbt diese Elektronik durch Austrocknen von Kondensatoren oder ähnlichen Problemen. Ähm, Die Betreiber dieser Gebäude haben jetzt ein Problem. Es gibt nämlich kein LON mehr, es gibt auch keine Ersatzteile mehr. Und hier hat Leutec eine Lösung entwickelt, die mit minimalstem Aufwand implementiert werden kann. Die möchte ich Ihnen jetzt heute vorstellen. Wir sehen hier ein Beispiel eines alten Moduls, was 4 Motorbrandschutzklappen gesteuert hat. Ja, hier haben wir praktisch die 4 Kabel zu den Brandschutzklappen. Hier das Spannungskabel, hier das Buskabel, das LON-Buskabel. Dieses Modul ist zum Beispiel vom Fabrikat Regolex. Die Firma existiert nicht mehr, es gibt keine Ersatzteile. Ähnliche Module wurden auch produziert von Spega und von Honeywell und ebenfalls gibt es hier keine Ersatzteile mehr. Leutec hat jetzt eine Lösung entwickelt, sieht so aus, ein LIOP 150 Modul, das ist ein FT-Modul, spricht auch noch LON, aber eben ohne Snivets, ohne Bindings, ohne Neuron-IDs. Wir haben hier einen internen LON, ja, der mit einem entsprechenden Controller verbunden ist. Dieses LIOP-Modul kann ebenfalls 4 Brandschutzklappen steuern, Motorbrandschutzklappen steuern. Wir sehen hier die Kabel an dem alten Modul, 4 Brandschutzklappen, Spannungsversorgung und Bus. Dieselben Kabel haben wir hier. Das heißt, es kann dieses Modul abgebaut werden. Am alten Modul werden die Kabel abgeklemmt, das Modul wird entfernt, der neue Kasten mit dem Leutec-Modul wird gesetzt und dieselben Kabel werden wieder angeklemmt. Es gibt also keinen neuen Kabelzug. Das heißt, wir haben einen direkten Austausch, ohne irgendwelche neuen Kabel zu ziehen, was eben sehr effizient ist. Dann würde ich gerne mal die entsprechende Software dazu zeigen und Ihnen vielleicht erstmal gerade eine Zusammenstellung mal zeigen, welche Funktionen eine Brandschutzklappe denn hat. Und alle diese Funktionen sind auch hier in unserem Modul in der Leutec-Lösung implementiert. Kommen wir zur Programmierung. Das ist ein typisches Brandschutzklappenprogramm. Wir haben hier 4 Bausteine für Motorbrandschutzklappen. Hier haben wir Bausteine für Brandschutzklappen ohne Motor. Wir sehen hier, wie diese 4 Brandschutzklappen an einen Brandschutzklappenanlagenschalter verbunden sind mit einem Minimum an Verbindungen, nämlich gerade 2 Verbindungen pro Brandschutzklappe. Dieser Brandschutzklappenanlagenschalter steuert oder gruppiert diese Brandschutzklappen in dieser Gruppe gesteuert werden. Ein Beispiel für eine Gruppe oder ein typisches Beispiel ist ein Brandabschnitt. In einem Geschoss sind mehrere Brandabschnitte, also haben wir mehrere von diesen Anlagenschaltern und übergeordnet haben wir dann auch einen Geschossanlagenschalter, ja, sodass auch alle Brandschutzklappen in einem Geschoss zusammengefahren werden können. Sie sehen, die Programmierung ist sehr einfach und sehr effizient zu machen. Es gibt auch eine Unterstützung, eine softwaremäßige Unterstützung, wenn man mehrere Brandschutzklappen auf einmal dort implementieren möchte. Ja, dann gibt es einen effizienten Template-Cat, ja, den könnte ich Ihnen auf Nachfrage vorstellen. Zur Visualisierung. Jede Brandschutzklappe bringt hier Symbole mit,
die ich als Anwender frei auswählen kann. Wir haben hier Brandschutzklappen mit horizontaler Luftführung, einmal mit dem Motor unten, einmal mit dem Motor oben. Hier für vertikale Luftführung, einmal mit Motor rechts, Motor links. Ja? Das ist zu verwenden, wenn die Brandschutzklappen in einem Kanalnetz dargestellt werden sollen. Es gibt aber auch in dem Brandschutzklappenmodul ein Zeilensymbol für Brandschutzklappen, mit dem sich sehr einfach und schnell Tabellen von Brandschutzklappen erstellen lassen, was die Arbeit sehr effizient macht. Zur Steuerung der Brandschutzklappen können wir hier auf diese Brandschutzklappe klicken und es öffnet sich ein Pop-up. Man sieht hier die Detailinformationen, die man hier auch grafisch angezeigt bekommt, und man bekommt ein Steuerpanel. Man kann die Brandschutzklappen öffnen, schließen, einen Test starten. Da ist ebenfalls in jeder Brandschutzklappe ist eine Testfunktion implementiert. Man kann diverse Fehler resetten und man kann zum Beispiel eine dedizierte oder mehrere dedizierte Brandschutzklappen vom Test ausschließen, falls sie defekt sind. Hier auf der Parameterkachel werden die Laufzeiten eingestellt, Laufzeiten für Zu- und Auf. Es gibt einen Testzeitfaktor und für den gestaffelten Anlauf nach Spannungswiederkehr gibt es hier eine Verzögerung des Aufbefehls. Weil beim Auffahren zieht die Motorbrandschutzklappe einen höheren Strom, da sie ja gegen die Feder anarbeiten muss. Und wenn das 20 oder 30 Klappen gleichzeitig machen, kann es zu sehr hohen Anlaufströmen kommen, was man hier vermeiden will, damit die Sicherung nicht auslöst. Der Anlagenschalter, zum Beispiel hier für den Brandabschnitt, ja, der hat ebenfalls so ein Pop-up mit demselben Bedienpanel, nur dass diese Bedienungen hier für sämtliche unten drunter verbundene Brandschutzklappen verwendet werden. Man kann hier also in Gruppen die Brandschutzklappen ganz einfach steuern. Um auch noch zu sehen oder um zu erkennen, was ist hier alles möglich oder was bedeutet zum Beispiel ein Icon, wenn es mir hier blinkend oder farbig angezeigt wird, gibt es hier in der Visualisierung auch die Möglichkeit, eine Legende anzuzeigen. Ja, die Legende, die kann ich auch sehr schön dann hier zur Seite schieben und kann dann eben sehen, welche Farbdarstellungen, welche Blinkdarstellungen möglich sind, ja, und was diese entsprechend bedeuten. Sie sehen, hier wurde bewusst auf viel Text verzichtet und es wurde sich eben auf eine grafische Darstellung konzentriert, die ja für den Benutzer am einfachsten zu verstehen ist. Das gesamte System läuft auf einem Lynx-Controller, einem Lynx 215 zum Beispiel, der 8 von diesen Modulen, von diesen LIOP-Modulen implementieren kann. Natürlich bietet dieser Lynx-Controller, wie allgemein in der Leuteq-Welt üblich, sämtliche Funktionen, die so ein Controller braucht, bis hin zu BMS-Funktionen. Das heißt, auf dem Controller laufen die Programme, es laufen dort die Datenpunkte und dort läuft auch die Visualisierung, die webbasierend ist. Das heißt, Sie starten einfach die Visualisierung vom Controller aus mit einem Browser, der muss HTML5-fähig sein, und können dann, egal mit welcher Hardware, die Visualisierung starten. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.